Welcome to the Entrepreneur University podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? Alright, Freunde, es ist wieder Zeit für eine weitere Folge des Podcasts der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir durch unseren Interviewpartner ein, wie ich finde, super spannendes Themenfeld, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Unser ehrenwerter Gast heute in der Show heißt Matthias Niggehoff, einer der Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um Psychologie und emotionale Intelligenz geht. Wir werden uns heute neben der allgemeinen menschlichen Psychologie vor allem aber auch über das Themenfeld Verkaufspsychologie unterhalten und ich kann es wirklich kaum abwarten, mit dir, Matthias, über diese Themen zu sprechen. Deswegen schön, dass du in der Show bist und ja, herzlich willkommen. Ja, hallo Robin, hallo an die Zuhörer. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Super spannendes Themenfeld und freue mich darauf, da Mehrwert geben zu können, den die Zuhörer dann sofort umsetzen können. Definitiv ein Themenfeld, das allein durch das Ranking deines Podcasts beweist, dass es sehr gefragt und interessant ist. Ich glaube, du rankst durchgehend immer so in den Top 2 in den Wirtschaftscharts. Also check den Podcast von Matthias unbedingt aus, verlinke ich auch in den Shownotes. Jetzt aber erstmal nochmal kurz was zu deiner Person. Ich habe jetzt so ein Mini-Intro zu dir gemacht. Deswegen stell dich doch gerne nochmal kurz ein bisschen selbst vor. Zumindest, was machst du aktuell alles? Und vor allem würde mich interessieren, wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst? Gerne. Ja, Matthias Niggehoff, mein Name, fast 32 Jahre alt jetzt und ich bin Trainer überwiegend, also Psychologe. Ich habe Psychologie studiert und bin jetzt überwiegend als Trainer aktiv, also trainiere Unternehmen im Bereich Verkaufspsychologie und Mimikresonanz. Da geht es darum, unausgesprochene Einwände zu erkennen in der Mimik, also das zu sehen, was der Gesprächspartner nicht sagt. Weiß nicht, ob du die Sendung Lie to Me kennst. Geht so in die Richtung, aber für den Verkauf, also Körpersprachenanalysen. Und das kombiniert mit Verkaufspsychologie. Da trainiere ich viele Unternehmen drin und bin auch immer wieder als Speaker auf Bühnen unterwegs, um da Mehrwert zu geben. Und ja, betreibe sonst noch einen YouTube-Kanal und Podcast. YouTube-Kanal ist im Moment ein bisschen leer. Da kommen aber jetzt bald 100 neue Videos, die ich jetzt abgedreht habe, mit sehr viel Material. Und das mache ich so, also toure durch Deutschland oder auch durch die Welt, gebe meine Trainings in dem Podcast auf und unterstütze Leute dabei im Bereich Verkaufspsychologie meistens. Ja. Stichwort durch die Welt touren. Ich habe mit Matthias vorhin ein bisschen privat noch gequatscht und auch mitbekommen, wie gefragt er gerade ist und um die Welt reist, weltweit so gebucht wird für seine Vorträge. Matthias, lass uns nicht lange um den heißen Brei reden und direkt irgendwie Mehrwert und Content für die Leute rausarbeiten. Deswegen, lass uns direkt einsteigen ins Themenfeld und ich würde gerne einfach mal so direkt zum Start so ein Grundfeeling dafür bekommen, was du glaubst, welche Rolle die Psychologie für uns so unterbewusst im Alltag eigentlich einnimmt. Also ganz viel. Teilweise ist es auch erschreckend, also wie leicht wir selbst manipulierbar sind, ob das jetzt im Verkauf ist, aber auch so. Es gibt sehr einfache Techniken, um Leute zu beeinflussen, subtil. Und ich finde es halt wichtig, das mit einer positiven Intention zu machen, weil oft wird ja geschrien, ja, Manipulation, das ist böse und so. Aber im Prinzip manipulieren Eltern ganz normal ihre Kinder, damit sie dann ihr Zimmer aufräumen. Und man kann auch Leute quasi positiv manipulieren, dass sie dann auch zum Beispiel positive Veränderungen angeregt werden, ne? Dass die Person sich besser fühlt oder so. Und meiner Meinung nach macht es einen großen Unterschied und teilweise ist es erschreckend, wie wir mit bestimmten Reizen gelenkt werden, die uns im Alltag so begegnen. Ob das jetzt im Verkauf ist oder auch so. Zum Beispiel hatte ich letztens, das ist für mich immer ein sehr spannendes Beispiel. Ich war letztens als Trainer gebucht und dann
hatte ich das ganzen Trainingstag einen Ohrwurm von König der Löwen, Hakuna Matata im Ohr. Okay. Kennst du das, ne? Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, woher kommt dieser Ohrwurm? Warum ist der jetzt plötzlich da? Es macht gar keinen Sinn in dem Kontext. Und am Ende des Trainings sah ich dann im Raum ganz hinten so einen kleinen Löwenkopf, weil das gehörte einfach zu dem Unternehmen, wo ich war, so einen kleinen Löwenkopf. Und dann hat das Gehirn das quasi registriert, hat gesehen, da ist ein Löwenkopf, hat dann überlegt, mit was ist der Löwenkopf verbunden? Ah ja, mit dem und dem Lied, unbewusst, und hat dann das Lied gestartet im Gehirn. Und wenn man sich nur sowas vorstellt, so eine Kleinigkeit, muss man bedenken, was permanent passiert mit Wörtern, mit Bildern. Also manche Leute, die ich berate, die tauschen dann auf der Homepage mal ein paar Farben aus und das hat dann direkt eine ganz andere Wirkung, ob ich dann rot nehme oder blau, verkaufspsychologisch. Ne? Das triggert verschiedene Emotionen und auch bestimmte Worte lösen ja bei uns auch mal wieder was aus im Kopf. Und es ist sehr mächtig, ja. Ja, definitiv. Also allein jetzt von deinem Beispiel gerade merkt man, welche große Rolle die Psychologie unterbewusst irgendwie in jedem von uns im Alltag spielt. Und genau deswegen finde ich das Themenfeld auch so spannend und wichtig auch. Wenn wir das ganze Themenfeld jetzt mal direkt auf Unternehmertum und Vertrieb und so weiter, Verkauf und so weiter beziehen. Spielen wir mal folgendes Szenario durch. Ein Kunde kommt zu dir und möchte von dir wissen, wie er die praktische Psychologie kombinieren kann mit Verkauf. Was ist so eines der Grundwissen, die du ihm als Basic zum Einstieg erstmal mitgeben möchtest oder würdest? Also erstmal finde ich total wichtig zu gucken, welchen Kundentypen habe ich vor mir? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte hier besser verkaufen oder besser mit dem Kunden zurechtkommen, finde ich immer wichtig zu gucken, was für Menschen hat die Person vor mir und dann dementsprechend meine Sprachmuster und mein Verhalten anzupassen. Wir haben Menschen, die treten was dominanter auf, sind was macherorientierter, statusorientierter. Mit denen muss ich anders umgehen als jemand, der sehr in Richtung Selbstbestimmung und Spaß orientiert ist. Oder jemand, der sehr auf Zahlen, Daten, Fakten, der ZDF-Typ, seinen Wert legt. Und das finde ich immer die erste Sache, ist zu fragen, okay, welche Kunden möchte ich ansprechen? Das kann man natürlich auch online nutzen, dass man sich fragt, wen möchte ich ansprechen und was sind die Grundwerte dieser Person? Zum Beispiel kann jetzt bei diesem Machertypen sein, schicke Autos, Geld kann dem wichtig sein, das ist ja völlig okay. Und dass ich solche Symbole dann über Bilder, über Sprachmuster aufgreife, wenn ich offline mit dem in Kontakt bin, natürlich auch über meine Körpersprache, dass ich dann mehr gestikuliere, stärker gestikuliere und auch ein bisschen schneller rede, weil der möchte natürlich auch nicht so lange warten. Und wenn ich jetzt eher so einen Typen vor mir habe, der ja alles ganz fundiert erklärt haben möchte, ganz strukturiert und tiefgehend mit Hintergrundinformationen, dann muss ich natürlich auch ganz anders mit dem sprechen. Das heißt, zum Beispiel online könnte ich eher eine Verkaufsseite nutzen, die durchaus sehr textlastig ist. Wenn man zum Beispiel auf meine Homepage guckt, ich habe sehr, sehr viel Text dort drauf mit sehr vielen Hintergrundinformationen und das würde jemanden, der so in Richtung Spaß orientiert ist und schnell, dem würde das eher abschrecken, dass er da so viel lesen und er will lieber ein knalliges Video haben. Und im Verkauf ist es dann auch wichtig, darauf zu achten. Also dann würde man bei so einem Typen, ZDF-Typen, dann eher was langsamer sprechen, fundierter und das erläutern und die Hintergrundinformationen liefern. Und wenn dieses Fundament nicht passt, kann man meiner Meinung nach schwer die anderen Sachen anwenden. Also es gibt natürlich die verschiedensten Sachen, können wir auch gerne noch drüber sprechen, über Trance-Prozesse auslösen bei der Person, die verschiedensten Tricks, wir haben Verknappung und so. Aber ich glaube, das zieht am besten, wenn man eine Person wirklich ganz konkret anspricht. Ja. Okay, also erstmal höre ich raus, bewusst werden, welche Person man ansprechen will und dieser Person dann spezifisch quasi den Auftritt so suggerieren, quasi den eigenen. Du hast gerade schon angesprochen, Thema Tricks und Hacks, da würde ich direkt mit dir reingehen. Was sind so die aktuellen Tricks, Hacks, die vielleicht auch statistisch bewiesen am meisten ziehen, wenn man das so sagen kann? Also womit ich jetzt sehr, sehr viel sehr gute Erfahrungen gemacht habe bei Kunden, die ich beraten habe im Bereich verkaufspsychologische Optimierung, gerade auch online. Offline ist es in Teilen auch umsetzbar, ist das sogenannte Ego-Labeling. Das heißt, ich spreche die Leute so an, wie sie sich selbst definieren würden. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter
definiert sich selber als alleinerziehende Mutter. Ein Verkäufer sagt, ich bin ein Verkäufer. Ein Unternehmer sagt, ich bin Unternehmer. Ein Optiker sagt, ich bin ein Optiker. Und genau so spreche ich die Leute dann auch an. Ne? An alle Optiker. Okay. Kennen Sie das, dass die Neukunden, kaum neuer Kunde kommt, alle kaufen nur noch online die Brillen? Ne? Oder an alle Hausfrauen, kennen Sie das? Ne? Ihr Kind schläft nicht durch und schreit die ganze Zeit rum. Hier haben Sie 5 Tipps dafür. Das kann man sowohl bei Amazon nutzen, das kann man bei Werbung nehmen, bei Facebook kann man das nutzen, im Blog, bei YouTube funktioniert das sehr, sehr gut. Ne? Lieber Angstgeplagte, ne? Oder an alle Angstgeplagten. Okay. Hier hast du 5 Angsttipps. Weil die Personen fühlen sich dann noch mehr identifiziert. Ich kann ja hunderte Bücher haben zum Thema Zeitmanagement. Und ich sehe dann vielleicht ein allgemeines Buch zum Thema Zeitmanagement. Wenn ich aber jetzt Fotograf bin und sehe dann, da ist ein Zeitmanagement-Buch für Fotografen, dann ist das doch genau für mich. Der Inhalt ist wahrscheinlich genau der gleiche, aber ich sage, hey, das ist extra für mich. Oder auch die Werbeanzeige, das geht ja an mich. Ich bin doch die alleinerziehende Mutter. Also ich jetzt selber jetzt nicht, aber die Person könnte sich so angesprochen fühlen. Ne? Ja. Und das ist sehr, sehr effektiv. Also da konnten wir jetzt sehr erfolgreich mitarbeiten. Okay. Genau. Wie war das Fachwort dafür, Matthias? Diese direkte... EGO, also EGO. EGO, ich schreibe es mir mal auf, ja, EGO. Dann Labeling, also so wie Label. Okay. Dass ich quasi die Leute so anspreche, wie sie sich selbst auch bezeichnen würden. Zum Beispiel für Kurse lasse ich auch ganz intensiv die Foren recherchieren. Was für Wörter benutzen die Menschen, um ihre Probleme zu beschreiben? Oft sind das dann ganz andere, als wir selbst benutzen würden. Klar, wenn ich die Zielgruppe sehr gut kenne, wird es einfacher. Darum ist es auch so wichtig zu gucken, wen möchte ich überhaupt ansprechen. Und dann kann ich das dann alles darauf ausrichten und das Ego-Labeling nutzen, weil die Leute sich direkt stärker damit identifizieren. Ja, super spannend, Ego-Labeling. Das sieht die Aufmerksamkeit auch so. Gerade bei Facebook ist das sehr, sehr erfolgreich, weil die Leute haben ja dann 1000 Sachen in ihrem Facebook-Stream und wenn ich dann sofort das habe, passt das. Offline ist es ein bisschen schwerer umsetzbar. Man könnte das natürlich, falls das noch jemand benutzt, mit Flyern machen, aber es ist schon ein bisschen schwerer natürlich. In E-Mails geht es eher oder so. Ja. Super spannend, so spannend, dass ich gleich mehr hören möchte am besten. Hast du noch was und vielleicht auch zum Thema Pricing? Ich habe jetzt letztens gehört, dass früher haben die Leute ja mit beispielsweise der 9 gearbeitet am Ende, zum Beispiel 69 € oder 99 € und sowas. Ich habe gehört, das hat sich jetzt psychologisch geändert, dass die 7 die attraktivere Zahl ist. Gibt es da in der Richtung auch ein paar Hacks, die du uns mitgeben kannst? Also, ja, genau die 7, also die neuen Studien, die ich jetzt dazu kenne, sowas wird ja auch alles im Detail wissenschaftlich untersucht, was ich immer sehr spannend finde. Man muss bedenken, dass es natürlich immer nur Wahrscheinlichkeiten sind da ist auch die 7, ne? Also die Primzahlen, die da sehr erfolgreich sind, wie 97, 7 € und so weiter. Was ich sehr gerne mache, wo ich auch von meinen Trainings immer gute Rückmeldungen bekomme, ist, dass ich die sogenannte Sandwich-Technik nutze. Also kurz bevor ich den Preis nenne, nochmal einen entscheidenden Benefit raushaue. Beispiel mal jetzt sagen, Motivationskurs. Ne, Sie können den Motivationskurs buchen und dann werden Sie Ihre Ziele mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen. Der kostet 7 € und danach direkt noch einen Benefit hinterher schiebe. Also ich nenne den Preis und oft ist ja die Empfehlung dann abzuwarten, wenn ich den Preis nenne, sondern da wäre meine Empfehlung direkt nochmal einen Benefit dahinter zu schieben, um das quasi so einzugliedern. Genau. Das geht online natürlich auch auf Verkaufsseiten. Ne? Auch da kann man nochmal den Benefit nennen, einen Vorteil und dann den Preis und danach hinter direkt nochmal einen Vorteil. Und natürlich vorher einen Anker setzen, ne? Also einen anderen Preis nennen, der was höher ist. Das muss nicht unbedingt ein Preis sein, das können auch eine andere Zahl sein, damit das Gehirn schon mal darauf vorbereitet ist, auf eine bestimmte Summe. Das geht sehr subtil. Ich hatte letztens eine Arztpraxis beraten, die haben einfach in ihr Wartezimmer, ein Versicherungsbüro war das, die haben in ihr Wartezimmer dann so ein Bild gehangen mit einer großen Zahl drauf, irgendwie 800 stand da drauf. Und allein das ist schon ein Anker für die Person. Das heißt, die geht dann in das Gespräch und das Gehirn ist schon mal geprimed, also vorbereitet auf diese 800. Und wenn man dann sagt, es kostet 400, wird das Gehirn diese Zahl als geringer einschätzen. Ne? Also so ein Anker, das muss nicht unbedingt ein Preis sein. Es können auch andere Zahlen auf einer Homepage sein oder offline, die man einfach so einstreut. Ne? Zum Beispiel, wie ist Ihr Geburtsdatum nochmal?
1986, okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, und das Produkt kostet 700. Okay. Wenn ich das vergleiche mit 1986, ist 700 relativ günstig. Ja. Okay, also das heißt, diese 800 hatte eigentlich, die da im Raum hingen als Bild, gar keinen Bezug zu irgendwas in dem. Das war einfach die Zahl, die da hing, und allein dadurch erscheint dann unterbewusst die geringere Zahl wie 400 dann in der Preisnennung, sage ich mal, deutlich günstiger, nur wenn man die ganze Zeit auf die 800 geguckt hat, oder ist das so? Genau, man muss auch nicht bewusst drauf schauen, ne? Also zum Beispiel jetzt in dem Trainingsraum mit dem Löwen, das habe ich auch nicht bewusst wahrgenommen, dass da ein Löwe hängt. Und die war halt nett dekorativ, ne? War so ein Gemälde mit so Blumen drumrum und dann die 800. Und es kann natürlich im Gespräch auch so sein, dass man dann nochmal bestimmte Sachen abfragt, zum Beispiel Geburtsjahr. Ne? Können Sie mir nochmal kurz Ihr Geburtsjahr nennen? Okay, ne? Spannend. Dann sagt die Person, ruft nochmal diese Zahl ab. Also ein Anker, wird ja oft erzählt, Ankereffekt, super Sache, aber es muss nicht unbedingt ein Preis sein. Ne? Dass man irgendwie sagt, ja, sonst kostet es 2.000 Euro und heute nur 1.000 Euro, sondern das können auch andere Zahlen sein. Genau. Ja, super spannend. Wir hatten ja das Ego-Labeling, wir hatten die Sandwich-Technik, wir hatten den Anker-Effekt. Und ich habe jetzt auch irgendwo mal das Wort Priming aufgeschnappt. Kennst du das? Also was ist Priming? Und wenn ja, wie kann man es sinnvoll irgendwie anwenden? Ja, gerne. Priming ist eine sehr mächtige Sache. Da geht es quasi um Gedankensteuerung. Klingt jetzt total spekulativ und esoterisch, ist aber nur gemeint, dass ja bestimmte Wörter bei uns bestimmte Assoziationen im Gehirn auslösen. Ne? Wenn ich jetzt sage, Urlaub, ne? Palmen, Cocktail, schöner Strand, dann löst das ja bestimmte Assoziationen aus. Nehmen wir jetzt mal einen Mann, der sitzt in seinem Büro und der Chef hat ihn genervt und alles ist blöd und es ist auch Montag und er muss sich noch bis zum Wochenende durchkämpfen, zählt die Zeit auch bis zur Rente runter. Dann ist er zufällig auf Facebook gelandet und dann bekommt er plötzlich die Anzeige, hey, ne, wie wäre es, wenn du am Strand arbeitest mit deinem Laptop, ortsunabhängig, bei schönem Wetter da arbeitest, wo du möchtest. So. Was passiert mit dem? Der ist erstmal in so einem Art Problemtrance, ne? Also ist total genervt, Chef hat ihn angemeckert und plötzlich werden bei ihm über diese Wörter, vielleicht noch mit so einem netten Bild, Hängematte, jemand sitzt da mit dem Laptop, Cocktail in der Hand, mit der linken Hand drückt er eine Taste und verdient damit Geld, prima. Dadurch werden ja bestimmte Gefühle bei ihm geweckt. Ne? Einmal dieses Begehren, das möchte ich auch. Und ein positives Gefühl auch der Hoffnung, Mensch, das ist schön und das möchte ich auch haben. Das heißt, die Gedanken von ihm werden weggelenkt von diesem Problem und von dem nervigen Chef rein in einen Zustand, den er vielleicht haben möchte. So. Das heißt, Priming meint, dass wir mit Gedanken, dass wir mit Bildern, mit Zahlen, mit Worten die Gedanken und Gefühle der anderen Person beeinflussen. Mit was kann man? Sowas wie werde glücklicher. Okay. Oder ein Bild von einem schicken Auto, was vielleicht den einen oder anderen anspricht. Und er sagt, das möchte ich auch. Ne? Und dann werden direkt Wünsche erweckt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person draufklickt und sich die Checkliste runterlädt zum Beispiel, sehr groß. Gibt es etwas, was die meiste Wirkung hat, so wo man von ausgeht, dass die meiste Wirkung hat, zum Beispiel wie Wörter wirken am meisten oder Bild wird am meisten oder die Kombination von beiden, das heißt ein Bild nochmal quasi mit einem Wort belegt, hat die größte Wirkung. Gibt es da irgendwas oder vielleicht wirken Videos in der Masse am besten? Gibt es da irgendwas oder ist das auch wieder individuell von Person zu Person unterschiedlich? Nee, für unsere Sinne wirken am besten Videos. Okay. Genau, und die Videos können ja trotzdem, auch wenn wir jetzt jemanden haben, der eher so was langsamer unterwegs ist, so ZDF-Typ-mäßig, das alles fundiert haben möchte, selbst für den kann man ja ein seriöses Video abdrehen. Ne? Man hat dann vielleicht nicht so schnelle Schnitte und keine laute Musik, aber auch das, weil da haben wir es mit allen Sinnen, also wir sehen das dann, wir haben vielleicht auch immer wieder Ausschnitte in dem Video von Leuten, die sich freuen. Also es ist wichtig, da den Zielzustand zu adressieren, dass die Person zum Beispiel, ja, was auch immer der Zielzustand ist, ne? Dass sie in Geld badet, dass sie an der Insel in der Hängematte liegt, Menschen, die glücklich sind.
Das ist ja oft der Zielzustand. Und Videos sind da am stärksten, dann kommen die Bilder und dann der Text. Und wenn man alles einsetzt, dann ist es eine sehr gute Sache. Und es ist wichtig, das wirklich auf die Person zuzuschneiden. Weil wenn der Person nicht wichtig ist, viel Geld zu verdienen, dann wird man die damit nicht abholen. Aber vielleicht ist der wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann hat man vielleicht ein Bild mit einer fröhlichen Familie, ne, die gemeinsam irgendwo unterwegs ist und glücklich ist. Okay, direkt eine Frage noch da rein. Gerne. Und zwar, also angenommen, unser Avatar, also unsere Zielgruppe, jetzt einfach mal hergezogen, das könnte jetzt jedes andere Beispiel auch sein, aber unser Avatar will viel Geld verdienen. Das ist so sein Pain momentan Nummer 1. Und wir wollen ihn jetzt irgendwie abholen durch unser Video. Holen wir ihn mehr ab, indem wir ihn zeigen, wie es aussieht, wenn man viel Geld hat, oder holen wir ihn ab, indem wir sagen, okay, wir zeigen dir erstmal, wie du bist, dass er drauf anspringt, dass er sich mit der Person, die da vielleicht im Video angezeigt wird, identifizieren kann, oder ist es genau der Mix aus beiden, dass man sagt, okay, das bist du quasi, oder so fühlst du dich gerade und so kannst du dich fühlen durch unser Produkt XY beispielsweise. Doch ist es schon sinnvoll, erstmal die Person in so einen Problemtrance reinzubringen. Also erstmal, genau wie du sagtest, zu zeigen, das ist deine aktuelle Situation. Am besten mit nur hypnotischen Sprachmustern arbeiten. Zum Beispiel, ich wäre überrascht, wenn du das und das nicht kennst. Mitte des Monats ist schon kein Geld mehr da, du traust dich nicht mehr auf deinen Kontostand zu schauen und Kontoauszüge holst du dir auch nicht mehr ab und wenn du mit EC-Karte zahlen möchtest, kennst du vielleicht auch, funktioniert nicht mehr, weil nichts mehr da ist. Ja. Und da ist es halt wichtig, mit so hypnotischen Sprachmustern zu arbeiten, sowas wie viele Leute kennen das oder viele Leute haben das Problem. Oder ich wäre überrascht, wenn du das nicht auch kennst. Das ist ein sehr, sehr starkes Sprachmuster, was gut funktioniert. Weil wenn ich die Person direkt anspreche, kann die in eine sogenannte Reaktanzhaltung geht, also einfach Trotzhaltung, so, ja, nee, kenne ich nicht, stimmt überhaupt nicht. Okay. Aber wenn ich das vorsichtig formuliere im Sinne von, vielleicht kennst du das, ne, vielleicht auch nicht, ne, dann hole ich die Person dann eher ab. Die kommt in so eine Ja-Haltung, also ich initialisiere ein sogenanntes Yes-Set, also baue so eine Ja-Haltung auf. Die kennt das, die nickt, stimmt sie zu. Und dann biete ich die Lösung an und aktiviere den Lösungstrance, indem ich sage, hier, ich zeig dir, wie du in einem Jahr Millionär wirst oder so. Genau. Okay, ja, sau spannend. Ich mir alles notiert. Und da nutzt du halt auch dieses Priming wieder, weil du ja auch mit Sprachmustern arbeitest. Und selbst wenn die Person es nicht kennt, wird sie sich irgendwie auch angesprochen fühlen. Ne? Und da darf ich natürlich auch nicht übertreiben. Gerade das Ego-Labeling kann man da auch nutzen. Aber wenn ich jetzt sage, wir lieber an alle Pleitegeier, ne? Also wäre das ein bisschen zu stark. Ja. Aber ich kann da nutzen, auch mit so Oders zu arbeiten. Ne? Vielleicht kennst du das, dass du abends nicht gut einschlafen kannst oder du schläfst ein, wachst aber dauernd auf oder du schläfst durch, bist aber morgens total müde. Ja. So, einer der 3 Sachen stimmt auf jeden Fall. Ja. Genau. Okay, ja, super spannend, dieses softere Ansprechen der Person, weil ich es immer wieder sehe, dass das eher aggressiv auch gemacht wird. Von daher super, super spannend zu hören. Anderes Thema, und zwar, du hast ein Buch geschrieben, wenn ich mich nicht täusche, das heißt Selbst- und Fremdanalyse, richtig? Genau, richtig, ja. Genau. Direkt mal die Frage, wenn man jetzt jemanden gegenüber hat, sich gegenüber, ich weiß nicht, ist das grammatikalisch richtig, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, und ich will jetzt relativ schnell in Erfahrung bringen, wie tickt der und so weiter und was ist es für ein Menschentyp an sich. Was gibt es da für Möglichkeiten anhand von Gestiken, Verhaltensweise relativ schnell zu merken, dass die und die Art Menschentyp, mit dem habe ich es gerade zu tun? Ja, also ich verlasse mich da primär auf die Körpersprache. Also ich verlasse mich selten auf das, was eine Person sagt. Und das ist ja auch so mein Spezialgebiet als Mimikresonanztrainer. Also ich gucke einmal, unterscheide ich da vier Quadranten oder 4 Stile. Man kann zum Beispiel einen relativ harten Gang haben. Ich nenne das immer den Cowboy-Gang. Ne? Also etwas breitbeinig, ein bisschen dominanter. Und aus diesem harten Gang kann man dann schließen, dass die Person eher in Richtung Status und Machen unterwegs ist. Also eher so der Machertyp, der umsetzt und jetzt nicht lang fackelt. Es gibt ja Leute, die räumen stundenlang den Stall auf, anstatt mal loszureiten. Ne? Und der wird dann erstmal losreiten und wird dann feststellen vielleicht, dass er den Sattel vergessen hat, aber halt eher umsetzen. Und da haben wir halt einen relativ
härteren Gang, also so Cowboy-Gang, relativ starre Gestik. So der Prototyp davon ist sicherlich Trump, der Präsident von den USA. Also es ist relativ harte Gestik, Kinn leicht nach oben. Das ist für mich auch mal ganz gut zu sehen, diese Statusgesten, ne? Also Kinn leicht nach oben strahlt dann die Dominanz aus. Dann haben wir Leute, die haben eher einen weicheren, vielleicht sogar Schlurfergang, ne? So eher so am Schlurfen, etwas eingekauert, sanftere Gestik. Das verbinde ich dann eher mit einer etwas zurückhaltenderen Person, die ja eher auf Harmonie bedacht ist, ne? Also Harmonie ist sehr wichtig, relativ wenig Blickkontakt, anders als bei diesem Machertypen, der einen dann sehr stark fixiert vom Blick. Dann haben wir jemanden, der eher wie so ein Soldat steht und geht, also sehr hohe Selbstkontrolle, minimaler Blickkontakt und relativ starr, also relativ wenig Gestik, ne? Wir nutzen ja Gestik, um Sachen auch zu unterstreichen, zu illustrieren. Das hätten wir bei diesem Typen nicht. Und das ist für mich eher so der ZDF-Typ, ne? So Zahlen, Daten, Fakten, lieber erstmal analysieren, sich erstmal vorsichtig annähern. Ist die Person Freund oder Feind? Ne? Gerade im sozialen Kontext ist immer spannend, was strahlt die Person dann aus? Genau. Und dann so eine Person, das ist immer Thomas Gottschalk-Typ, also sehr, sehr offene, also viel Freude wird über die Mimik transportiert, ne? Sehr offene Gestik, sehr viele Bewegungen, viel Spaß, was transportiert wird und Freude. Genau, das ist eine Person, der ist halt Spaß und auch Selbstbestimmung sehr wichtig. Ich wage mich jetzt mal mit dir gemeinsam auf ganz dünnes Eis, Matthias, und zwar, du hast gerade Trump angesprochen und mich würde mega interessieren, was du glaubst, und ich meine jetzt nicht inhaltlich von Trump und seine Ansichten, sondern warum du glaubst, dass er so gewirkt hat auf die Menschen in Amerika. Also gibt's da vielleicht sogar in seinen Reden, in seiner Gestik, Beireden irgendwie Merkmale, die du glaubst, die dafür verantwortlich waren, dass da irgendwie anscheinend doch gewisse Sympathien erwecken konnte in Amerika? Ja, ich habe, als er gesagt hat, dass er antreten wird und in den Vorwahlkampf geht, um Präsident zu werden, habe ich Wetten abgeschlossen von vielen 100 €, dass der Präsident wird. Ich war mir sicher, obwohl es ja ganz viele andere Kandidaten gab. Einfach weil er sehr gut in den Zeitgeist dort passte. Die USA selbst als Land, als Staatengemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die eher in diesem Machersegment ist, ne? Umsetzen, zack, zack, und alles ist schaffbar. Das, was natürlich auch in Teilen die Persönlichkeitsentwicklung hier nach Deutschland auch gebracht hat, ne? Also auch von Tony Robbins, ne? Ist ja auch so, ne? Alles ist schaffbar, muss nur dann glauben, und in vielen Teilen stimmt das ja auch, ne? Und diese Gesellschaft hatte dann den Obama gehabt, der eher so in Richtung Innovation, Selbstbestimmung unterwegs ist und das teilweise auch was zu weich gemacht hat für die meisten Amerikaner. Und es war dieser Drang da von der politischen Stimmung nach jemanden, der mal anpackt, weißt du, der mal umsetzt und sagt, was Sache ist. Und das ist Trump, ne? Trump ist eine Führerpersönlichkeit, der umsetzt, der klar sagt, so und so machen wir das und fertig, und strahlt diese Dominanz und dieses jetzt nicht groß rumlabern, sondern mal machen. Das strahlt er aus, und das gibt vielen Leuten halt in den USA. Es gibt sehr viele in den USA, das ist sehr gespalten, die sich als Opfer fühlen, ne? Die sich als Verlierer fühlen durch viele Sachen, die auch Obama durchgesetzt hat, umgesetzt hat. Und jetzt kommt jemand, der verspricht denen ganz viel, und der tritt auch so auf unter dem Motto, ich krieg das alles hin, krieg das hin und pack das an. Und das passte sehr, sehr gut in den Zeitgeist, ne? So haben wir es zum Beispiel auch in der Türkei gehabt mit Erdogan, der ja vom Typen mehr ähnlich ist. So haben wir das mit Putin. Und genau. Okay, ja, super spannend. Hätte ich jetzt auch so in etwa eingeschätzt, aber mega. Ich habe aber auch übrigens, kannst du auch gerne, wenn du magst, verlinken, ich habe eine ganze Podcast-Folge in meinem Podcast dazu gemacht, eine Analyse von Trump. Da ist es auch nochmal detaillierter, also fast 45 Minuten dazu, und auch Sachen, die man durchaus auch lernen kann von ihm. Okay. Okay, krass. Ja, verlinken wir rein. Schick's mir einfach nachher zu, dann packe ich das rein. Du hast gerade angesprochen, du hast sowas, also als um Tony Robbins auch ging, kurz angesprochen oder den Satz gesagt, du musst nur dran glauben und so weiter, also diese Einstellung. Aus psychologischer Sicht würde ich das gerne auch nochmal kurz mit dir erörtern wollen. Wie wichtig ist Glaube, fester Glaube an etwas
im Verhältnis dann auch, ob man es wirklich erreicht oder nicht. Also man sagt ja so schön, Glaube versetzt Berge. Wie siehst du das aus der Sicht eines Psychologen? Also grundsätzlich glaube ich, dass viele Leute sich sehr stark selbst im Weg stehen. Ne? Damit meine ich jetzt den Durchschnitt so der Bevölkerung. Ich glaube, dass viele können viel mehr aus sich machen, als sie glauben. Die sind dann viel am Jammern, fühlen sich als Opfer oder inszenieren sich als Opfer. Das klingt jetzt hart, aber ich glaube wirklich, dass viele gar nicht wissen, was möglich ist oder so. Zum Beispiel habe ich letztens auf einer Party mit einem Mädel gesprochen, Anfang 20. Die meinte, ich habe gesagt, ja, wie geht's jetzt weiter? Was willst du machen für einen Job und so weiter? Meinte ja, Hauptsache sicher, am besten verbeamtet. Dann wird sie da mit 56 in Frührente gehen. Und ich hatte das Gefühl, die war jetzt schon am Runterzählen, wie viele Jahre sie noch bis zur Rente hat und so, ne, mit Anfang 20. Das hat mich so entsetzt, also ich war wirklich erschrocken. Und ich dachte, das ist schön sicher und so weiter. Ich habe gesagt, du bist Anfang 20. Du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst auch, es gibt sogar die Möglichkeit, überhaupt nicht in Rente zu gehen, weil du einfach einen Job machst, der dir so viel Spaß macht, den du halt bis zum Tod machst. Ne? Es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man es gut macht, in 10 Jahren schon in Rente zu gehen. Ne? Und sowas erschreckt mich dann immer. Und ich glaube, dass viele Leute hinter ihrem Potenzial bleiben. Und ich glaube, sowas kann dann helfen, ob das jetzt Tony Robbins ist oder andere, wirklich mehr an sich zu glauben und das auch durchzuziehen. Ich glaube schon, dass es irgendwo Grenzen gibt der Entwicklung und dass man manchmal auch stoppen muss. Weil ich habe öfters mal mit Leuten zu tun, die sind total frustriert, weil sie bestimmte Sachen nicht hinbekommen, hören aber dann immer wieder, du darfst nicht aufgeben, du musst weitermachen. Dann ihr Umfeld sagt, hör bitte auf, Achtung, was du da machst, es läuft nicht so gut und so. Und dann kriegen sie halt eingetrichtert, hör nicht auf dein Umfeld. Und dann laufen sie ins Verderben und sind halt total fertig und kommen gar nicht mehr klar, weil sie nahezu ausgebrannt sind. Also manchmal muss man, glaube ich, vielleicht auch sich sagen, okay, stopp das Projekt, ich habe mich da verrannt und ich mache jetzt doch noch was anderes. Ne? Ja, also gewisse Eigenreflexion ist dann bestimmt auch wichtig und so ein inneres Gefühl auch auf sich selbst vielleicht auch mal zu vertrauen. Ja, auf jeden Fall mehr auf sich selbst zu vertrauen. Viele Leute vertrauen immer wieder aufs Umfeld und ich kenne das selber, Umfeld ist oft, also kommt auf das Umfeld an, ne? Aber oft, zumindest im Familiären kenne ich das so, oft nicht so ein guter Ratgeber gewesen. Also dann wäre ich nicht da, wo ich bin. Genau, wenn ich auf die gehört hätte. Ja. Okay. Ja, auch hier wieder mega spannend und interessant. Wir haben vorhin kurz dein Buch angesprochen, was ich übrigens auch in die Shownotes packe, damit da niemand verloren geht, den es interessiert. Und zum Thema Buch, wir hatten hier schon einige Bestseller-Autoren, was uns dazu verleitet hat, wirklich regelmäßig in der Show eine Kategorie zu implementieren, die ich gerne jetzt auch mit dir kurz durchspielen wollen würde. Und zwar ist es einfach ein bisschen just for fun auch gedacht. Und zwar spielen wir immer oder oft das Spiel mit unseren Gästen. Wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buchs wäre? Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zufälligerweise dein Handy neben dir liegen hast. Ich glaube, ich weiß auswendig. Okay, schau mal. Genau, aber ich schaue noch mal kurz hier nach. Heute 15 Uhr am Burgerladen. Ja, also da treffe ich mich mit meinem Mitarbeiter und genau. Und er weiß, welcher Burgerladen das ist. Köln hat ganz viele Burgerläden. Das ist ja gigantisch, aber ja, so wird er heißen. So wird das Buch heißen. Heute 15 Uhr am Burgerladen. Auch das, finde ich, hat Potenzial, realisiert zu werden. Ohne Flachs. Ich glaube, dass es viele Leute kaufen würden. Also nicht nur wegen mir, wegen der Reichweite. Ich glaube auch so, weil das klingt so spannend, ne? So, was ist das, ne? Wie so ein Krimi. Ja, und unsere Zuhörer wissen es. Aber wir hatten hier schon echt titelreife Titel dann. Und der ein oder andere hat tatsächlich drüber nachgedacht, sein Buch dann so auch zu nennen. Und wenn das der Fall ist, den Deal musst du auch machen, Matthias, dann muss es hier der Show gewidmet werden. Da bestehe ich drauf. Gerne. Sehr gut. Okay, Matthias, wir hatten so viele coole Techniken, Effekte, die wir gerade schon angesprochen haben. Den nächsten, den ich auch, glaube ich, mit dir im Zusammenhang irgendwo aufgeschnappt habe, war der Wackeldackel-Effekt. Der Wackeldackel, ja. Genau. Kannst du uns da auch noch mal kurz zu erzählen, was das ist und
ich glaube, da ging es darum, wie wir durch den Wackeldackel-Effekt die wahren Gefühle anderer Personen lesen können. Ja, oder umgekehrt. Also viele machen den Wackeldackel. Ich habe den auch immer dabei. Also in den Seminaren. Ich frage dann immer am Anfang des Seminars, mit welchem Tier sind wir am nächsten verwandt als Menschen? Aha. Und zumindest von der Kommunikation ist es der Wackeldackel. Also viele machen in Gesprächen, nicken die immer und lächeln. Aber im Prinzip meinen sie es dann doch nicht so. Zum Beispiel im Verkauf, dass viele Kunden nicken und lächeln und dann aber, ja, kaufe ich doch nicht. Ne? Oder ich sage, Mensch, Schatz, ich komme was später nach Hause. Ist das okay für dich? Ja, ne? Dann wird genickt und so. Und dann gibt's dann doch Ärger. Und zum Beispiel bei Mimikresonanz, wo ich Leute drin trainiere, geht's darum, zu erkennen, ist das wirklich ein Wackeldackel? Also meint die Person das wirklich oder sickert über die Mimik subtil wahre Gefühle durch? Also wir haben sowas wie Mikroexpressionen, heißt das. Das sind Signale in der Mimik, die sind bis zu 500 Millisekunden schnell. Und da kann man dann, die sind einmal nicht bewusst kontrollierbar. Also wir alle haben wir zeigen die Signale über die Mimik, das sind bestimmte Bewegungen. Wie gesagt, sehr schnell und lassen sich bewusst nicht kontrollieren. Und dann wird es natürlich spannend, wenn ich dann subtil Verachtung sehe oder Ekel oder Ärger. Da gibt es so verschiedene Basisemotionen. Wie sieht man das? Kannst du da also mal den Gesichtsausdruck oder die Mimik beschreiben? Zum Beispiel für irgendeine Emotion jetzt, die du genannt hast? Zum Beispiel bei Ärger ist es so, dass die Augenbrauen zusammen und nach unten gehen und die Lippen zusammengepresst sind. So, das klingt jetzt erstmal einfach, jedoch ist es bei den Mikroexpressionen so, wie ich schon sagte, dass die im Schnitt 100, 200 Millisekunden schnell sind. Okay, krass. Ne? Zum Beispiel, ich sage jetzt zu meinem Mitarbeiter, ja, ist okay, wenn du heute ein paar Stunden länger arbeitest. Und dann sagt er, ja, mach den Wackeldackel. Und dann sehe ich für 100 Millisekunden, Augenbrauen gehen kurz nach unten zusammen. Zum Beispiel auch im Training ist das ein typisches Einwandsignal, was ich schon mal sehe. Das heißt, ich erzähle was und sehe dann dieses Signal und dann kann ich es aufgreifen. Also nicht auf die Person zeigen oder so oder sagen, da habe ich das und das gesehen, sondern wirklich dann zu sagen, ich merke gerade, Sie haben da eine Frage oder ich merke gerade, Sie sehen das anders und kann das aufgreifen. Ne? Genauso wie in der Beziehung. Ich kann die Schiebetür zugehen lassen und es einfach gar nicht ansprechen oder ich kann sagen, Mensch Schatz, ich merke gerade, das passt für dich nicht so, dass ich später komme. Morgen bin ich auf jeden Fall was früher dafür da. Und solche Signale zu sehen, ja, erleichtert es im Alltag, im Bereich der Kommunikation, auch im Kundengespräch, Einwände quasi anzusprechen, die der Kunde überhaupt nicht gesagt hat, weil nicht jeder sagt ja, dass ihm irgendwas nicht passt. Aber wenn ich dann kurz Ekel zum Beispiel sehe, also ein kurzes Zucken an der Nase, was dann für Ekel steht, weiß ich, okay, da gibt es einen Einwand zum Preis zum Beispiel. Ne? Weil wenn wir einen Preis zu teuer finden, dann reagieren wir mit Ekel in der Mimik, weil Ekel im Schmerzzentrum aktiviert ist. Und jeder Preis ist auch verordnet im Schmerzzentrum im Gehirn. Genau. Auch hier wieder super hilfreich gewesen, habe hier auch wieder einiges mitgeschrieben. Was mich grundsätzlich mal interessieren würde, Matthias, ist, jeder Mensch hat ja so Kerncharakterzüge, Kerneigenschaften. Wie kommt das? Ist das, ich will nicht sagen, vielleicht schon, ist das angeboren oder ist das durch die Geschichte, durch die Erlebnisse, die passiert sind in der Vergangenheit? Also wie kommt es, um es mal anders zu formulieren, wie kommt es, dass jemand introvertiert ist und der andere extrem extrovertiert ist? Und die Frage danach, die ich dann noch gerne anschließen möchte, ist, kann man von einer introvertierten Person zum Beispiel zu einer extrovertierten werden? Gerne. Das ist natürlich auch im Detail in meinem Buch beschrieben. Okay. Nein, ich sage gerne was dazu. Also wir haben immer eine genetische Basis von allen Persönlichkeitseigenschaften. Ne? Und also wir haben immer eine Basis, die wir mitbekommen. Okay, jetzt kommt es aber darauf an, wie ist die Umwelt? Also wenn du jetzt als Basis her eher extrovertiert bist, also eher rausgehst, auf Leute zugehst, dann aber in der Umgebung wächst, wo du das nicht ausleben kannst, also wo einfach wenig andere Menschen sind, dann kann es sein, dass sich das Persönlichkeitsmerkmal nicht so stark entwickelt. Ne, ganz krass ist es zum Beispiel bei Intelligenz. Auch da haben wir eine Basis bekommen von den Eltern. Und wenn jetzt eine Person eine gute Basis hat, aber im Bürgerkrieg aufwächst oder Zweiter Weltkrieg, ne, dann nützt mir diese gute Basis nichts, weil ich nicht ausleben kann. Es kann sich nicht entwickeln, weil es nicht gefördert wird. Okay. Und umgekehrt, das ist die gute Nachricht, wenn ich eine eher schlechte Basis mitbekommen habe von den Eltern, kann ich das über Training, über Übung, über Lernen, über viel Lesen, Weiterbildung weiter
quasi weiter ausbilden, ne? Dass es dann doch zu einem hohen Maße da ist. Genauso wie wenn jetzt jemand eher introvertiert ist, zurückhaltend. Vorsichtig, introvertiert heißt nicht schüchtern. Ne? Es gibt auch Leute, die eher in sich gekehrter sind, introvertiert sind und trotzdem innerlich mutig sind. Ne? Also das darf man nicht verwechseln. Weil zum Beispiel auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung ist ja per se eigentlich eine introvertierte Tätigkeit. Ne? Weil ich beschäftige mich ja mit mir selber erstmal. Und kann ich daran arbeiten, natürlich was extrovertierter zu sein. Genau. Okay. Nichts anderes macht ja so die Persönlichkeitsentwicklung, dass man an seinen Grundüberzeugungen arbeitet. Das wird ja dann oft Glaubenssätze genannt. Ne? Und dass man sich bestimmten Situationen auch stellt, vor denen man vielleicht sogar Angst hat. Und so kann sich das dann auch entwickeln. Ne? Genau. Ja, auch hier wieder mega interessant. Und was mich auch mal interessieren würde, jetzt als du so viel Content auch jetzt bis hierhin geboten hast, wie lange brauchst du im Schnitt als Experte auf deinem Fachgebiet, mit jemandem zu sprechen und zu relativ für dich genau zu wissen, okay, das ist der und der Menschentyp, der hat die und die Charaktereigenschaften. Wie lange brauchst du da, um so einen Menschen einschätzen zu können? Also eine Grundeinschätzung geht sehr schnell. Das mache ich sofort von Körpersprache abhängig. Ne? Also Blickverhalten, Gestik, Mimik, was für Emotionen zeigt sie, auch Distanzverhalten, ne? Wie nahe kommt die Person, zum Beispiel bei einer Begrüßung oder wie weit geht sie weg, wie reagiert sie auf bestimmte Sachen, das relativ schnell. Und im Gespräch kommen dann noch ein paar Sprachmuster dazu, ne? Was sind typische Wörter, die eine Person verwendet, was für Redewendungen verwendet sie und diese andere Sachen, ne, die man dann aufgreift und so. Also normalerweise ein paar Minuten, das ist aber erstmal die erste Einschätzung. Also wir stecken Leute natürlich relativ schnell in Schubladen, aber dann ist wichtig, die Person dann genauer kennenzulernen und zu schauen, was bestätigt sich und was bestätigt sich dann nicht. Ne, weil es kann sein, dass wir sagen, okay, die Person ist so und so, wir merken das, aber dann sehen wir vielleicht auch Hinweise darauf, dass bestimmte Sachen dann doch ein bisschen differenzierter und anders aussehen. Genau. Für unsere Community gehe ich immer an vorderste Front. Und wenn du jetzt anhand, deswegen würde ich es gerne mal probieren an meinem Beispiel, so was sind so vielleicht auch Sprachmuster, die dir jetzt in unserem Gespräch aufgefallen sind bei mir, die vielleicht dafür sprechen, dass ich eher der und der Typ bin. Keine Scheu, hau ruhig raus. Wir sind eine Family hier, die Community, die dürfen ruhig alles wissen von mir. Ist natürlich ein bisschen vorbelastet, weil ich mir schon einiges schon angehört habe und gesehen habe. Und mir fehlt natürlich jetzt auch die Mimik und Körpersprache dabei. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Aber es sind schon sehr viele Sprachmuster drin gewesen. Das kann man ja schönerweise bei der Aufnahme nochmal nachprüfen. Die ganz stark im Hinblick auf Selbstbestimmung gehen und auf Freude. Also ich höre sehr viel Freude und Begeisterung. Und also so Spaß, Selbstbestimmung ist dir sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Von den Sprachmustern, du hast relativ oft das Wort Freiheit benutzt. Du hast immer wieder Begeisterung gezeigt, auch für die Inhalte. Ne? Man kann ja auch da es einfach abnicken und sagen, ja, so ist das, okay, nächster Punkt. Und das kam sehr rüber, auch über die Stimme. Ne? Also Stimmanalyse ist natürlich auch ein wichtiges Thema dabei. Also die Mimik ist mit der Stimme das bestuntersuchte Feld der Körpersprache. Das kam für mich so an. Okay. Also unterschreibe ich dir jetzt, auch wenn Selbsteinschätzung vielleicht auch ein spannendes Thema ist, aber ich würde es jetzt einfach mal sagen, ja, würde ich so bestätigen. Genau, und wenn wir uns persönlich mal kennenlernen, wirst du wahrscheinlich eine relativ offene und freundliche Gestik haben. Ich hoffe. Also relativ viel gestikulierst du, oder? Oder nicht? Kannst ruhig sagen, wenn ich daneben liege. Nee, also tatsächlich ist es schwer zu sagen, merke ich gerade, so selbst zu sagen, wobei ich da schon bei dir wäre, ja. Also ich sitze nicht ruhig da, ich bewege mich viel, wenn ich rede und auch gerade hier, auch wenn mir keiner zusieht, gestikuliere ich mit meinen Händen ein bisschen mit. Genau, ja. Und das ist spannend, wenn wir halt Stress bekommen, also wenn der Stresspegel steigt, dann nimmt die Gestik ab bei jeder Person, ne? Also sobald der Stress was höher geht, braucht der Körper die Ressourcen, um den Stress abzubauen. Und dann nutzen wir manchmal so Beruhigungsgesten, zum Beispiel mit den Fingern spielen, über die Lippen lecken, ne? Zum Beispiel erhöhte Blinzelrate oder fassen uns selbst irgendwie an und streicheln uns, um uns zu beruhigen.
Aber diese Illustrationsgesten, dass wir irgendwo hinzeigen oder so, oder in der Luft irgendwas zeigen, das nimmt dann sehr stark ab. Das ist immer spannend, wenn sich das verändert im Gespräch. Ne? Ja, auch interessant zu hören, dass wenn man im stressigen Situationen dann eher sogar dazu neigt, weniger zu machen körperlich. Mich würde eine Sache noch, das ist so die vorletzte Frage, die mich aber mega interessiert, weil ich das auch ein sehr spannendes Themenfeld finde. Und zwar, ich bringe es einfach auf den Punkt, warum tun Menschen Böses? Da hast du, glaube ich, auch mal irgendwo Stellung zu genommen, was ich sehr interessant fand. Deswegen fände ich es toll, wenn du das auch nochmal mit unserer Community teilen kurz. Ja, genau, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, wo wir sogar FBI-Akten vergewälzt haben und so und sehr umfangreich was zu gemacht haben. Also lässt sich pauschal nicht so beantworten, also lässt sich da sicherlich keine einfache, schnelle Antwort drauf finden. Oft ist das Thema Aufmerksamkeit sehr entscheidend, weil wenn wir jetzt zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und ignoriert werden, ist es besser, negative Aufmerksamkeit zu erzeugen als gar keine. Ja, also lieber bekomme ich dann Aufmerksamkeit darüber, dass mich jemand anmotzt oder meckert oder die Polizei kommt, als dass ich völlig ignoriert werde. Lustig, ja, okay. Also wenn einem langweilig ist und man bekommt keine positive Aufmerksamkeit, vielleicht weil man nicht irgendwas Tolles erschafft, wie du jetzt mit dem Podcast oder so, ne? Sowas zu erschaffen, erzeugt ja wieder Aufmerksamkeit. Natürlich nicht immer nur positive, auch negative für manche Leute, ne? Ja. Aber wäre auch langweilig, wenn es alle gut finden würden. Ja, stimmt. Und wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt zu wenig Aufmerksamkeit, ne, schmeiße ich irgendwo eine Scheibe ein und zack, bekomme ich meine Aufmerksamkeit. Das ist eine Sache, die zum Beispiel auch beim Provozieren sehr typisch ist, dass Leute selber unzufrieden sind mit ihrem Leben und sehen dann in einer anderen Person bestimmte Eigenschaften, bestimmte Sachen, die macht, die beeindruckend finden, meistens eher unbewusst, würden sie jetzt nicht zugeben und schaden dann der Person, ne? Dass man es irgendwie sieht. Und ich finde es immer spannend, wenn man auch eine andere Person nicht mag, immer wieder zu gucken, okay, was hat die Person, die man überhaupt nicht abkann, was hat die denn, was man sich selber auch wünschen würde? Und manchmal kommt man dann durchaus auch bestimmte Sachen und sagt, hey, ich mag die Person überhaupt nicht, aber die hat schon das eine oder andere, wo ich denke, Mensch, das hätte ich auch gerne, ne? Vielleicht. Ne? Also Aufmerksamkeit ist ein großes Thema. Und auch da gibt es auch sehr spannende Forschung im Bereich der Genetik. Es gibt zum Beispiel bestimmte Genkombinationen. Wenn die vorliegen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Gewalttaten ausgeübt werden. Also gibt es ein großes Gebiet von. Ja. Okay. Ja, wow. Also wow ist auch so das Wort, was ich hier zum Abschluss des Podcasts sagen will. Da war super, super viel Content dabei und tatsächlich, die anderen werden es mir hoffentlich verzeihen, die anderen Interviewgäste, aber das ist wirklich einer meiner Lieblingsfolgen geworden jetzt. Kann ich das freut mich, danke. Ja, mir ist mal wichtig, viel Mehrwert da reinzubringen und genau. Ja, also wirklich 100% ernst gemeint. Für mich persönlich eine absolute Knallerfolge jetzt hier und bevor wir noch mal kurz sagen, wo wir mehr zu dir finden und mehr Infos beziehen können zu deinen Themenfeldern, sind bestimmt jetzt einige dabei, die zum Beispiel Interesse haben, deinen Podcast zu hören, dein Buch zu lesen und dich generell einfach zu verfolgen, würde ich gerne, das ist so, die haben wir erst seit 2 Folgen implementiert, die Kategorie in der Show, und zwar wollen wir immer die Umsetzung fördern unserer Zuhörer, dass wir nicht nur zuhören, sondern auch gemeinsam alle umsetzen. Deswegen würde ich dich gern bitten, uns allen eine Challenge mit als Hausaufgabe zu geben zum Abschluss, die wir in den nächsten 24 Stunden umsetzen sollen, um vielleicht persönlich zu wachsen an uns selbst. Gerne. Also 3 Sachen würde ich gerne in die Challenge packen. Mega Hausaufgabe. Genau. Wobei eine davon wahrscheinlich die meisten schon machen. Kann ich mir vorstellen, wenn die in dem Bereich unterwegs sind. Ganz übliche Technik. Einmal wirklich bewusst sich bei Leuten, die man begegnet, die nicht der eigenen Meinung sind, also die man zum Beispiel liest bei Facebook, im Podcast hört oder auch so im Leben begegnen, die irgendwas machen, sich da die Frage mal zu stellen, wie müsste ich denken, damit ich so handle oder die Meinung der Person habe, der anderen Person.
Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Also wie müsste man denken, damit man auf so Gedanken kommt und so Handlungen wie Donald Trump zum Beispiel? Okay. Was müsste ich da für Überzeugungen haben? Was müsste ich für Glaubenssätze haben, damit ich auf genau die gleichen Ideen komme? Okay. Oder wie bei einer Sarah Wagenknecht oder was auch immer. Aha, okay. Genau, das ist eine sehr spannende Übung. Genau. Ja. Der zweite Tipp, die Aufgabe der Challenge ist, einmal bewusst Gestik und Körpersprache zu verändern in Gesprächen. Also vielleicht einmal wirklich komplett darauf zu verzichten auf Gestik, ganz starr, dann mal was offener, dann mal was härtere Gesten, kann man sich einiges von Trump abgucken, also Zeigegesten und so weiter. Und dann mal schauen, was passiert mit dem Gesprächspartner und was passiert mit dem Sprechstil zu gucken. Okay. Was passiert mit einem Sprechstil, wie ist die Wirkung? Viele bemerken dann, dass wenn sie relativ harte Gestik nutzen, ein bisschen Ärger aufkommt und das viel überzeugender wirkt, als wenn es so was Weiches ist und damit ein bisschen rumspielen. Und das Dritte ist, ich denke, das machen die meisten schon, nochmal 5 Sachen aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Cool. Und ich vermute mal, viele nutzen so ein Tagebuch, ist ja relativ bekannt, Folgebuch oder so, Genau. Ja, cool. Also sehr viel zu tun. Ja, ich werde es auf jeden Fall umsetzen. Hausaufgaben werde ich erledigen und hoffe, viele von euch auch. Dankbarkeitsjournal kenne ich auch gut. Habe ich aktuell, muss ich gestehen, ein bisschen schleifen lassen, aber guter Anreiz, das wieder mehr in meine Routine zu implementieren. Und jetzt zum Abschluss, wie versprochen, weil bestimmt einige irgendwie heiß sind, mehr über deine Themenfelder zu erfahren und mehr von dir zu konsumieren. Wo können wir mehr Infos beziehen und wo können wir einfach mehr über dich erfahren und mehr deiner Inhalte konsumieren? Ja, also einmal gibt's meinen Blog lernepsychologie.de. Dort gibt's über 100 Beiträge, also gibt's sowohl meine Podcast-Folgen, alle mit Text auch noch dabei, mit Handouts. Ich hatte zum Beispiel auch die hypnotischen Sprachmuster angesprochen, da gibt's auch einen kompletten Beitrag mit über 45 Stück. Die kann man sich direkt anschauen, runterladen. Und auch Videos, also in den nächsten Wochen werden über 100 neue Videos veröffentlicht, auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Den kann man sich anschauen. Blog, YouTube-Kanal, Podcast, Lerne Psychologie. Wobei ich den jetzt, kann ich schon mal verraten, umbenennen werde in den nächsten Wochen. Also nicht wundern, der heißt dann so, wie ich heiße und dann halt Wirtschafts- und Verkaufspsychologie. Weil ich möchte das noch ein bisschen spezifischer nur noch in den Bereich Wirtschaft und Verkauf vordringen. Deswegen heißt er dann so. Und Facebook gerne mich hinzufügen. Matthias Niggehoff mein Name. Und da poste ich auch immer relativ viel Mehrwert und Inputs. Genau. Okay, also Blog packen wir rein, YouTube-Channel packen wir rein, Podcast packen wir in die Shownotes, Buch wollen wir auch nicht vergessen, Facebook-Account von Matthias. Und ja, ich glaube, da seid ihr dann erstmal gut bedient mit Content. Genau, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, ich wollte nichts mehr sagen. Okay. Ja. Matthias, Mann, 1000 Dank für diese wirklich super, super tolle Folge. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch, dass es so spontan bei dir geklappt hat. Und freue mich, wenn wir uns auch demnächst dann live und in Farbe mal sehen. Und ja, also die ganze Community stellvertretend verneige ich mich jetzt für diese tolle Folge und freue mich von dir zu hören in Zukunft. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir, Matthias. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Ciao. Ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.